So, es geht direkt weiter. Nach der letzten Folge. Ja, ich gucke hier mal, was man so machen kann. Hier haben wir eine Umleitung über die A8. Hier können wir irgendwas durchschießen und hier können wir irgendwas durchleiten. Ach du Heilige, ist das kompliziert. Oh dear. Okay, aber ich nehme das mal raus. Und pack das da. Ah, ich brauche 2 von denen. Ja oder nein? Oder wie sehe ich das? Jetzt hat er hier ja Energy. Dann geht das ja zu. Das braucht auf jeden Fall 2 Energiequellen, das Teil. Hier haben wir ja keine mehr, da haben wir auch keine. Wir haben bloß das eine hier. Ja, aber was macht es für einen Sinn, das dahin zu machen? Wahrscheinlich, dass ich hier drin rausschießen kann. Mit dem, was ich jetzt habe. Einmal. Muss mal hier rein. Muss da rein, wenn das... So. Jawohl. That is how it works. My instance has just been updated. Sorry? I have 2 instances of my mind, 2 separate versions. A slave mind running on the satellite, and a master running here on the surface. When the communication was cut between the surface base and the satellite, the 2 instances of my mind were separated. So, during all this time, all of my knowledge divided into 2 separate branches. I continue to learn on the satellite, and I continue to learn on the surface. I am trying to merge the knowledge to create a timeline of what's happened here. But there are incongruities between these memories. Conflicts. Warum gibt es da Schwierigkeiten, diese Memories wieder zusammenzufügen? Finde ich gruselig. So, jetzt kann ich hier den Schalter umlegen. So, dann komme ich nämlich hier ran. Und da muss ich raus. Da brauche ich 2 Stück. Da muss ich schon mal den rausnehmen und den da reinmachen. Weil ich es kann. So, dann packe ich den... Hallo? Okay, das geht ja schon mal nicht. Praktisch. Ach so. Bin ja auch doof. Jetzt kann ich das rausnehmen. So, einmal hier bitte. Und einmal da bitte. Okay, es ist eine schöne Denkaufgabe hier, das Spiel. Gefällt mir echt sehr gut. Schönes Gehirnjogging. Oha. Wir kriegen immer so Side by Side die Quest ein bisschen mit. Okay, ich verstehe. Ich verstehe. Wir kriegen echt alles nach und nach beigebracht hier. Und es wird, glaube ich, echt nicht einfacher. Aber dann wäre es ja langweilig. Oh, Planetarium. This is the command center. You can check on the crew status from here. Die haben das einfach alles so umgebaut in Rätsel und dann ist einfach das Planetarium hier. Was? Industries. Ashiyama. Europa Landing Bay. Europa's ground base was built using thousands of tons of resources shipped to Europa through interplanetary network. Da sind sie alle. Oh Gott, hier können wir alle durchlesen. Jeden einzelnen. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, das alles durchzulesen, ob wir es brauchen. Lost Signal. Tasse. Was zu lesen. Nix.
Alles nix. Ah, das kennen wir ja. Ist eine Makita. Normalerweise heißt es Makita. Da geht's weiter. Ich glaube, wir sollen hier unten noch was checken. Dann touchen wir mal. Hallo? Touch? Warum macht er das nicht? Ach, das dreht sich dann. Ich verstehe. Cool. Aber hier Audiologs. Das müssen wir uns noch anhören. Tom, start recording. I am always recording, Daniel. Today is January the 6th. My watch says it's 2:30 on Earth. Here we are, members of the human race, standing on Jupiter's moon Europa. I am Captain Daniel McLean. I'm joined here by the rest of my team. It is our intention to make this moon our home and investigate life on this planet. Man's curiosity and appetite for discovery will continue to change our world for the better. Inspiring. And might I add my congratulations to you all. Wir befinden uns also auf Jupiter und sie suchen nach Leben oder wollen hier Leben ermöglichen. Here it is. Beautiful, isn't it? What makes this one more remarkable than the others? The way it attaches itself to other organisms. Its behavior is very abnormal. It seems to form a symbiotic relationship with most life forms. How do you mean? Do you want me to dumb it down? I know what it means. What does it do? It attaches itself to almost anything living, but it's not parasitic. It's quite alien. We're trying to figure out what effects it has on life forms. Man versteht so schwierig. Mikhail, you seem distant. Den versteht man gut. Yes. What's wrong? What's wrong, Mikhail? Mikhail, what's wrong? Are you listening, Mikhail? Are you able to hear? Was ist mit ihm? Müssen wir gleich mal oben gucken, was bei ihm steht, bei Michael. I was talking to the ISA. They don't know what to do with this. The magnitude of the discovery. We should send samples back to Earth. I think we need to get this to a better lab. Me and Sochi are having trouble making enough clones. I'm going to run out of the necessary resources to continue studying organism 119. They're calling for a grounding of all Europa transport until they get your report. Seriously? Yeah. That's rather drastic. Aber man versteht es echt so schlecht. Das ärgert mich ein bisschen. Weil die Musik zu laut ist. Da können wir nichts machen. Die ISA. Weiß nicht, ob man auch sich erlauben darf, ISA zu nennen, aber jetzt sage ich in Zukunft mal ISA. Also die ISA. Michael, das ist er. Chris McLaren. Captain Daniel McLaren. Brooke. Das sind alles Eva Turing. Losing her parents at a young age, Eva Turing was sent to military engineering school. Shortly after graduating, enlisted in the US Navy and trained as a pilot. Due to her exemplary service record and willingness to leave Earth for extended periods of time, Turing was recruited by the ISA. On the exploration mission to Jupiter's Europa, Turing's role aboard the Fortuna is engineered. Okay, and Vehicle Officer. Das heißt, wir sind Engineer und sind für die Vehicles zuständig. Michael, terminated. Outstanding task, keep calm. Michael Tokayev's father died of cancer at a young age. Cancer ist Krebs, wer es nicht weiß. This motivated him to become a doctor in hopes of helping others. Das heißt, er ist Doktor. Tokayev worked as a medical doctor in Russia for 3 years before working for the UN as a doctor in crisis. His role in the Europa mission is Chief Medical Officer. Okay, interessant. Wie das mal nachladet. Dr. Sochi Yui. Sochi Yui had no childhood interested in space travel. Instead, he spent his youth studying the life in Lake Biwa, near his hometown. He went to
study marine biology and chemistry at Kyoto University. Also sein Lebenslauf sozusagen steht hier. After the tragic death of his wife, Rin, he disappeared into his work. Alle diese Wörter, ne? Re-emerging 11 years later as a pre-eminent exobiologue. Okay, als Biologe. Bei allem ist irgendwer gestorben. Das ist ein bisschen tragisch. Sarah Brooks' parents are both scientists. In her teenage years, she was sent to an English public boarding school. Brooke is one of the most eminent exobiologists of the 23rd century. For her formative work on the Mars Discovery Project, she was especially requested to be a part of the Europa ground team. Through only 28 years, old Sarah has touched the surface of 2 planets and spent more time on alien soil than any other members of Mankit. Expect as the Mars Team. Die hat auch schon viel erlebt. Chris McLean. Chris McLean ist ein identical triplet. His Vater... Was? Triplet? Heißt das irgendwie... mir fällt es gerade nicht ein. His father is an electrician and his mother is a mechanical engineer. Following his mother's footsteps, Chris trained as an engineer. The McLean triples became famous as Chris and then took a space, leaving their brother Peter behind. Alle diese Sätze, ne? Ich raff die nicht. Although an accomplished engineer, his place on this mission was also partly due to the ISA being interested in the long-term effects of space travel. Test results will be compared to those of Peter McLaren. Okay. Steht hier. Oh. Das ist interessant. Der Captain. Der Captain hat sich hier ausgeklinkt. Warum hat er das gemacht? Tortillas, Packs of Noodles. Okay, hier ist der Bestand. Ice Cream ist nicht mehr so viel da. Das ist aber schade. Funkgerät. Nur wissen wir ein bisschen was über die. Ich glaube, es ist auch recommend, dass wir das hier machen. Ich bin gleich wieder da. There we are again. So. Gehen wir mal gucken. Erstmal wieder hier einmal einscannen. What condition should I expect to find the ground crew in? Daniel went missing days ago. Chris is presumed dead. We are expecting to find Sarah, Mikhail, and Sochi in a stable condition. Chris is dead? He was involved in an accident. Ah, er weiß schon mehr anscheinend. Ach so. Finde vielleicht mal einfach... Warum man da jetzt Controller-Steuerung steht, ich weiß es nicht. So dann, ne? Will ich auf der anderen Seite auch machen. Halt doch, so muss ich es machen. Hey, warum steht denn da jetzt Controller-Steuerung? Ich will das nicht. So, weiter geht's. Could we take a more direct way to the ground team? Unfortunately, there is not a direct route. The base is buried under ice to protect it from the radiation of space. Similar to the Mars base. Similar. Europa's base is slightly deeper into the surface. Toll. There is more radiation present from solar events on Mars. But Mars's surface is denser than that of Europa. Beruhigend. Sehr beruhigend. Also wir sind richtig tief in der Scheiße drin. Okay, ich gehe mal ganz kurz was holen. Am besten ist ja eigentlich, wenn ich mir das mal hier hinlege. Also ich brauche es sowieso oben. Moment. Oder wie soll ich das machen? Aber ich muss es trotzdem hier unten hinlegen. Uno momento. Krabbel, krabbel, die Krabbel.
Ups. Muss ja holen. Alter. Upsi. Wie bekomme ich das Ding jetzt aus? Kann ich das einfach rausholen? Okay, das geht. Die kriegen zwar irgendwie Schaden davon, aber hey, ich muss aufhören, das von Weitem zu platzieren. So, einmal nochmal kurz den Steuertypen machen hier. Wumm. So. Okay, da kommen wir nicht drunter. Da einmal das bitte, danke. Mal gespannt, wo wir als nächstes noch hinkommen, in welchen Raum. Okay, what are their chances of survival here? Oxygen, the food stores, waste management. Everything seems to be in order. There was a small problem with the food stores, but the crew fixed that up. We successfully transitioned over to a sustainable, small, artificial ecosystem a year ago, growing fruit and vegetables. Ah. It helps boost morale, amongst other things. The crew members could hypothetically survive here for their whole lifetimes. Das ist natürlich beeindruckend. Das ist eigentlich ja genau das, was die Menschheit braucht. Eigener Anbau auf einem anderen Planeten. Das Ganze wuppt hier. Okay, jetzt ist die Frage, da komme ich wieder hoch, dann kann ich da mal runterstiefeln. Und machen wir, der Raum so grün ist. Pack das mal hier hin. Komme ich da irgendwie den grünen Klumpen raus? Nee. Kann ja auch sonst nichts machen. So. Ach, nee. Ach, das ist ja geil. Cool. Und wie mache ich den an? Kriege ich hier da was dazu? Ah ja. So, pass auf. Hat das Ding irgendwie... Voll cool. Hat das Ding hier irgendwo... Ah ja. Es hat. Wups dich. Voll cool. Das ist nochmal was richtig anderes als Portal zum Beispiel. Schön. Ach so, ich sollte das wahrscheinlich hier so machen. Und dann das Ding am besten drehen. So, das ist ja jetzt sowieso eh alles, was ich brauche. Nicht. So. Haben wir das? Ah, Mann. Haben wir diesen hier, haben wir diesen hier, haben wir diesen hier. Bams und Bams. Mega. My purpose as the overseer of this mission is to work for the ISA. I am the ISA's feet and hands. The distance between Jupiter and Earth make it inappropriate for the ISA to directly interface with the mission directives. As my AI core is stationed on Europa, I can make decisions instantaneously about the running of the base. Heißt, er kann nicht direkt gesteuert werden, das ist eigentlich sein eigenes Ding, oder wie habe ich das jetzt gerade mitgekriegt? Ich habe wieder andere Sachen gemacht. Vielleicht ein bisschen ungünstig. Ah, schön. Jetzt, wo müssen wir das jetzt einsetzen? Ich denke, wir werden diese Druckplatte da brauchen, oder wir werden uns einfach das hier zunutze machen.